wie Geschichte ein Waffen sein kann oder ein Schutzschild oder sogar eine Medizin. Ja. Wenn man ein kleiner Junge ist und man hat vielleicht keinen Vater mehr, weil die Eltern geschieden sind oder der Vater ist gestorben. Und es gibt Geschichten, sehr böse Geschichten über die Vater oder über die Großeltern. Ja. Dann kann man das sich sein ganzes Leben als ein etwas sehr Schwieriges empfinden. Und wenn man dann später ausfindet, dass es alles anders war, wenn man Briefe findet oder von einem Onkel oder einem Großonkel hört, wie es wirklich war, dann kann man sich selber ganz anders sehen und verstehen und viel stärker werden daraus. Und das kann mit einer Einzelperson so sein, aber natürlich mit einem Volk genauso. Und es gibt verschiedene Texte in Urralinda, die das auch sehr klar machen. Schütze diese Texte mit dein Leben über unsere Ahnen, weil wenn es verloren geht, dann können sie uns alles weismachen und alles mit uns machen, was sie wollen. Wenn wir unsere Erinnerung, das Gedächtnis oder das Ahnenerbe nicht mehr haben, dann sind wir hilflos. Ja, man kann sagen, Geschichte ist interessant oder lustig und alternative Geschichte ist wieder etwas anderes, aber es kann wirklich den Unterschied ausmachen zwischen zum Sklaven gemacht werden oder vernichtet werden oder überleben und frei bleiben. Es ist wirklich ein tödliches Waffen und das fängt auch mit unseren Kindern, die sehen erst die unschuldige Kinderserien, Zeichentrick und so weiter und dann unbewusst vertrauen sie diesem Freund der Television und dann je älter die werden, ich habe jetzt, mein ältester Sohn ist 10, dann kommen die Narrative, die politisch geladenen Narrative dazu. Und dann muss man wirklich als Eltern, als Vater oder als Mutter sagen, der Fernseher ist nicht immer dein Freund, die kannst du nicht immer vertrauen. Weil das Herz wird geöffnet mit schöner Musik, schöne Bilder, schöne Geschichten. Aber so funktioniert das jetzt vooral mit die Fernsehen und Kinofilmen. Und früher war es natürlich die große Tempel oder das Kathedraal mit auch tolle Musik und auch tolle Bilder, Lichteffekte. Es ist nichts anderes. Und weil die Leute mit das viele Geld solche ganz beeindruckende Sachen machen können, damals die großen Kirchen und die Palaste und jetzt alles, was wir jetzt haben, was beeindruckend ist. Darum ist es wichtiger, dass wir die Volksmärchen oder Volkserzählungen oder im kleinen Bereich wirklich die Geschichte über die Großeltern, Urgroßeltern, dass wir die erzählen und dass wir das als Medizin oder als Schutzschild haben für die mehr harmvolle Sachen.